Matthias Welz, der 1840 Empire Liner in einer richtig schönen Ausstattung. 599.000 Euro. Quasi flammneu. Wir werden ihn jetzt mal in Position fahren. Es ist ein kompromissloses Fahrzeug mit Vollausstattung auf der Actros-Basis, und wie man sieht, hat man hier doch ein fahrendes Haus von der Höhe her. Gleich werden wir euch noch einen Grand Empire zeigen mit Pkw-Garage als Alternative. Wenn ihr denn noch rund 200.000 mehr habt, wäre das natürlich auch eine Alternative. Aber beides auf Basis Actros. Er steht hier. Wir werden ihn gleich mal auf den Filmplatz fahren, für euch beschreiben. Ein 1853, 18 Tonnen, 530 PS und hier 18 Tonnen und 400 PS. Das ist schon ein bisschen was. Und der Matthias Welz, er steigt aus und du bist großer Fan von genau diesem Auto, denn der wird jetzt schweren Herzens den Platz verlassen. Das ist ein Vorführer. Ihr habt euch zur Eigenschaft gemacht, wirklich auch ganz hochwertige Fahrzeuge zu zeigen. Nicht nur im Katalog oder auf Messen zu zeigen, sondern wenn ich hierher komme nach Bissendorf, dann finde ich immer tolle, exotische Fahrzeuge, die du selten bei vielen Händlern siehst, wie dieses Fahrzeug hier, ein Empire Liner 98 MB. Das ist ein extrem kurzes Fahrzeug für eine Actros. Fährt wie am Schnürchen, kann ein Auto hinten wegziehen. Das merkst du gar nicht mit den 400 PS, oder? Ja, es ist Actros-Chassis, das größte aktuell angebotene Chassis bei Morelo mit 18 Tonnen und ja, halt all den Genen, was so ein richtiges LKW-Chassis, ja, fast Bus-Chassis kann man schon sagen, bietet. Ist ja trotzdem kompakt, 10 Meter, nicht zu lang und hat ja alle Eigenschaften eines Empire Liners von Morelo. Er ist ein pragmatisch ausgestattetes Modell und auch preislich sehr attraktiv, denn du kriegst eigentlich für 150.000 Euro weniger ein ähnliches Modell als Palace. Und hier hast du natürlich, wenn du den C-Führerschein hast, keine Kompromisse zu machen. Das heißt, du kannst mitnehmen, was hat er an Zuladung? 6 Tonnen? Ja, es ist ein 18-Tonnen-Chassis und hat also ja 6-7 Tonnen Zuladung. Das nutzt man natürlich nicht aus. Rein technisch gesehen ist es natürlich ein völlig anderes Fahrzeug, was die Stauvolumina angeht, was die Tankgrößen angeht, was natürlich auch das Chassis selber angeht mit den Abrolleigenschaften, den großen Rädern und ja, der ganzen elektronischen Assistenzsysteme, die ja nur im Actros auch so überhaupt angeboten werden. Ja, schön ausgestattet, wir werden uns das gleich mal anschauen. Er heißt Empire Liner 98 MB und 599.000 Euro. Allerdings muss man fairerweise sagen, das gleiche Auto aktuell konfiguriert und ausgestattet, auch mit ein bisschen Messerabatt. Da bist du weit über dem, was jetzt hier ist, und es hat sich gar nicht viel getan. Das Fahrzeug ist ja gerade erst rausgekommen. Ja, ist baugleich zum Vorjahresmodell. Durchläufer. Ein Durchläufer, kommt aus dem Kundenpool, so nennen wir das. Fahrzeuge, die für Kunden bestellt worden sind und ist jetzt, wie gesagt, ganz aktuell im Abverkauf. So, Echtglasbeplankung, eine große Thule Omnistor. Er hat die Technik nicht wie im Palace drin, sondern hier sind auch die Klappentechniken verwendet worden. Alles ganz anders gebaut. Man sieht hier den Abbiegerassistent mit dabei und natürlich allein die Reifengröße hier
Das schafft natürlich Komfort beim Abrollen. Das merkst du dann richtig. Auch das Heck hier, das ist, wenn du sowas natürlich auf der Autobahn begegnest, schon die Pellets machen ja schon Aufsehen. Aber hier allein von der Höhe, wir sind bei knapp unter 4 Meter. Und das merkt man auch. Der einzige Nachteil, muss ich dir sagen, du musst achten, wenn du Bordsteine hast, weil das Fahrzeug liegt relativ tief, ja, dass du vorher die Luftfederung aufpumpst. Weil ich habe nämlich einen Kollegen gesehen, der hat das nicht gemacht und ein Bordstein war, ein hoher Bordstein daneben. Die Treppe kommt tief runter, du kannst das Luftfahrwerk richtig anheben und dann hast du nicht das Problem. Ja, das ist eigentlich vollautomatisch, aber man kann natürlich auch mit abgesenktem Chassis fahren und dann muss man aufpassen, dass man entsprechend die Durchfahrtshöhe nicht unterschreitet, um dann halt zu kollidieren. Wobei das eigentlich eine Einstellungssache ist. Wenn man da an der Luftfederung, das geht ja vollautomatisch, jetzt nicht separat auf Absenken schaltet und dann losfährt, dann ist das eigentlich kein Thema. Also Bodenfreiheit sieht man hier. Also hier wäre das jetzt gar kein Problem, wenn jetzt hier ein Bordstein in der Nähe ist. Ja, wenn ich jetzt runterfahre. Bloß mein Tipp ist immer, guckt vorher noch mal rein, ob da irgendwas ist. Weil wenn die Treppe runterfährt, das GFK kannst du zwar reparieren, aber das ist ein richtiger Motor mit drin, weißt du. Ist ärgerlich dann, genau. Dann. Aber die Treppe allein ist ja schon ein Kunstwerk. Du hast 3 Stufen mit drin und da siehst du auch, wie hoch du hier schon bist. Hier ist jeder Zentimeter genutzt worden. Das heißt, die 4 Meter Höhe sind allein für den Stauraum genutzt worden. Die sind noch höher als beim Palace, oder? Ja, sind noch höher und dann auch mit dieser Busklappenkonstruktion, auch Optik, sodass also der ganze Wagen von der Silhouette natürlich noch mal viel wertiger aussieht als so ein zerklüftetes Seitenteil, wo die Klappen dann halt nicht integriert sind, sondern einzeln eingeschnitten. Hier sieht man sehr schön die Mimik. Das Ganze ist übrigens, wenn man so ein Fahrzeug kauft, kriegt man eine Rieseneinweisung. Da wird man natürlich darauf hingewiesen, was kann ich mit der Luftfederung allein anstellen. Ich kann den zum Beispiel anheben, wenn ich schlecht Wege habe, denn das Fahrzeug ist richtig schlecht wegetauglich. Du kannst ihn richtig hochbocken. Also das kennst du ja mal, du fährst in Italien mit einem 10 Meter Auto, kannst du das. Fährst du mal einen Feldweg lang, weil die Zufahrt eben schick ist, ja. Und dann kannst du den richtig anheben. Ja. Dieser Bordsteinwinkel hinten ist natürlich dann auch nochmal, gerade bei Fährauffahrten oder wenn man jetzt hinten was einladen möchte. Der geht hoch hinten. Der geht hoch, der geht runter, je nach Bedarf, je nach Einsatz. Und der hat ja hinten eine riesen Garage mit einer sogenannten Quadklappe auch nach oben hin, die Regenschutz bietet und die dann hier ja, den Blick öffnet auf eine wirklich riesen Heckgarage, die für mehrere Fahrräder, für Roller, parallel beides, alles das, was man so mitnehmen möchte. Also Beispiel, ich habe jetzt einen Roller, ich habe jetzt ein Motorrad mit mit 220 Kilo Leergewicht. Da gibt es hier so einen Einzug, den kannst du machen. Der geht elektrisch, zieht das ganze Motorrad rein. Das wäre auch von der, Achslast hier überhaupt kein Thema. Ja, das ist halt der Riesenvorteil, dass wir hier durch diese große Garage einfach sehr viel einladen können und das natürlich ganz variabel. Also hier geht auch ein Quad rein, hier geht ein Roller und 3 Fahrräder rein und Tische, Stühle, alles das, was man möchte und ist somit also wirklich für alle möglichen Wünsche offen. Viele Extras schon mit drin. Die Stange habt ihr bestellt, natürlich. Oder ist die Serie bei dem? Nee, die ist nicht Serie, aber die nehmen wir eigentlich immer mit dabei, weil das ja einfach toll ist, gerade im Winter, im Winterurlaub hier die Skianzüge aufzuhängen und so weiter. Ja, das Coole ist bei dem Auto, du kannst am Fahrwerk auch Umbauten machen. Das heißt also, wenn einer sagt, ich möchte zum Beispiel das Motorrad, eine, 57 GS oder so mit 300 Kilo hinten drauf haben, bitte nur Bescheid sagen, denn ihr habt natürlich das Thema Rahmenverlängerung, ist machbar, ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber dann kann man hier eine absenkbare Rollergarage auch hinten am Heck montieren, kann den sogar ganz hoch fahren, wenn da einer drauf steht. Auch das könnte man erweitern, machen aber die wenigsten, oder? Komfort, man kann das dann ja auch abbauen und dann nur mitnehmen, wenn man auch wirklich das nutzt und dann variabel einsetzen. Frischwasservolumen, was hat er? 500 Liter. 500 Liter. Und das Coole ist, du siehst hier die elektrischen Ablässe mit Kamera, nehme ich an. Genau. Mit Kamera, man fährt einfach nur über den entsprechenden Ablass und kann dann vom Fahrerhaussitz genau platzieren,
vom Fahrersitz die Ventile öffnen, vom Fahrersitz dann natürlich auch entsprechend über diese sogenannte Lenzpumpe den Fäkaltank nochmal spülen über die Abwassergeschichte und dann hat man einfach einen sehr entspannten Entsorgungsbereich, wo man gar nicht aussteigen muss. Ne? Ja, bei einem 10 Meter Auto brauche ich auch nur eine Alde. Da muss das keine Dieselstandheizung sein, also den Dieselheizung, eine Blaubrenner Dieselheizung sein. Die Alde, die macht den Job 10-fach, zumal ich habe Echtverglasung. Das heißt, dieses Thema Wärmedämmung, Schallisolierung, Kratzfestigkeit, das geht natürlich bei so einem Auto, wo ich nicht auf Zuladung achten muss. Genau, das ist eine Echtglas-Seitenbeplankung mit den entsprechenden Ausschnitten für die Echtglasfenster. Sieht einmal sehr hochwertig aus und ist natürlich absolut kratzfest und sehr langlebig und natürlich auch gut isoliert gegen Wärme, aber auch gegen Schall. Sehr schön. Und hier siehst du die Busklappen, du drückst einfach nur drauf. Links und ganz ehrlich, am Samstag bei dem Wetter, guck mal hoch, ab Montag soll es ja nicht mehr so schön sein. Ja, herrlicher Tag heute. Wir sind in Bissendorf, heute ist der 16. September, schauen uns das Fahrzeug mal an, aber auch hier natürlich diese kleine Durchreiche. Wenn du da jetzt ein Schwerlastauszugssystem reinmachen würdest, es gibt ja welche, die du sogar nach beiden Seiten bewegen kannst. Ja, genau, haben wir mit im Angebot unsere WEMA-Systeme und dann kann man hier also wirklich richtig klasse von beiden Seiten ran und entsprechend diesen Stauraum auch optimal nutzen. Zumal ja die großen Gegenstände wie Tische, Stühle bei diesem Modell gegenüber den Pkw-Garagenfahrzeugen halt auch hinten in dieser riesen Heckgarage gelagert werden können. Ja, hier siehst du auch, du brauchst hier keine Wide Axle, denn da muss man aufpassen, dass das Fahrzeug nicht kleiner ist als die Achse, die hier drauf ist. Das ist so genial abgeschlossen hier. Ja. Dann natürlich die Leichtmetallfelgen, die müssen ja sein hier. Die habt ihr gleich mitbestellt, geht auch ohne, aber bei so einem Fahrzeug, oder? Ja, das gehört einfach dazu und rundet das Gesamtbild natürlich auch nochmal ab. Ne? Empire Liner, richtig schön. Und hier drunter, ich befürchte ach so, da ist die Kamera. Kann ja mal kurz schauen. Das heißt, hier ist ja der Ablass, das ist der AdBlue-Tank. Genau, das ist der AdBlue-Tank. Da sind die Starterbatterien drin. Das ist die Entsorgung, dann entsprechend mit der Kamera, die da oben ist. Und hier rechts daneben dann der 500 Liter Dieseltank, sodass man also wirklich so von den ganzen Volumina und so auch unheimlich hohe Reichweiten hat. Der Motor ist ja extrem sparsam, also man glaubt das gar nicht, dass die Verbräuche bei diesen Actros-Chassis im gleichen Bereich liegen wie beim Daily, also unter 20 Liter ist wirklich in der Praxis auch umzusetzen, zu generieren. Es ist die sind gefahren auf die Messe 17 Liter, haben sie mir erzählt. Genau, das ist wirklich kaum zu glauben, ist eine tolle Technik und natürlich unheimlich umweltschonend dann auch. Ja, Klappen aller Handarbeit, siehst du hier, GFK, komplett GFK, das heißt, wenn es hier mal zum Anfahrschaden kommt, die kannst du ausbessern, reparieren, lackieren. Genau, und vor allen Dingen auch eine sehr schöne durchgezogene Optik, wo wir praktisch von der ganzen Seitensilhouette die eine Einheit, ja. Die Sache halt homogen haben. Ne? So, hier ist es gut, ist natürlich eine Menge Geld, aber wenn du heute schaust, die Wertsteigerung bei Eigentumswohnungen, der ein oder andere hat vielleicht ganz viele Eigentumswohnungen, sagt, ich brauche vielleicht nicht mehr alle und verkauft nur eine Eigentumswohnung, dafür kannst du dir diese Eigentumswohnung leisten. Die sind ja fast die Immobilien gleich teuer geworden wie der ganze was ist denn das für ein Gastank? 150, oder? 180 Liter oder 200 Liter sogar. Gastank, der schön versteckt. Den stell ich mal daneben, dass man das mal sieht. Ich glaube es ja gar nicht. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, aber das ist ja ein Riesending. Genau, und der ist versteckt. Den sieht man gar nicht. Der wird alle paar Monate dann mal, wenn man nachtanken muss, halt an der Tankstelle mit befüllt. Also meine 120er habe ich dieses Jahr noch gar nicht befüllt. Den habe ich einmal angemacht.
Ja. Genau, und das ist also auch ein Riesenvorteil. Man braucht keine Gasflaschen schleppen, sondern das ist alles integriert. Der ganze Wagen ist ja, was die Heiztechnik angeht, auf Gas. Und alle anderen Geräte, Haushaltsgeräte auf Elektro, das gucken wir uns gleich drinnen an. Also wirklich sehr autarkes Fahrzeug, was eigentlich ohne Stromanschluss auch in der Praxis auskommt. Komm, wir gehen mal rein. Also insgesamt zähl mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Treppen, 6 Stufen. Und hier vorne hast du natürlich eine Hubstützenanlage. Aber was krass ist, du steigst hier ein und es bewegt sich gar nicht so groß. Das liegt an dem Actros-Chassis. So, das Actros-Chassis. Also du hast hier eine ganz leichte Wankbewegung jetzt. Die Hubstützanlage ist gar nicht ausgefahren. Und jetzt machen wir ein bisschen Licht an. Das Lichtsystem, die Baldachine hier sind alle beledert. Volllederdecke, das helle Holz hier mit drin, ein graues Leder. Viel Platz, das ist schon die 10 cm mehr Breite, merkst du hier natürlich enorm. Und du hast, boah, es ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Mit so einem 11, 12 Meter Auto fällt es natürlich noch mal mehr auf, aber viele wollen das gar nicht. Die sagen so 10,50 Meter, das sind ja viele, die sagen 10,50 mit einer Smart-Garage. Viele brauchen noch gar keine Garage. Was hat das für einen Vorteil, jetzt den Actros zu nehmen, gegenüber jetzt dem Palace als Beispiel, also auf 7,5 Tonnen Basis? Ist das ein anderes Fahrwerk, eine andere Laufkultur? Oder? Genau. Das ist die Laufkultur, das ist auch die gesamte Charakteristik, wenn man damit fährt. Das sind natürlich insbesondere auch diese Sicherheitseinrichtungen, die Assistenzsysteme. Man kann sich das ja vorstellen hier bei dem Actros-Chassis, dass man letztendlich mit Assistenzsystemen fährt, die schon ja fast autonomes Fahren oder Vorstufe vom autonomen Fahren darstellen. Der lenkt rein in die Kreisel, der weiß genau, wo du bist, der unterstützt dich. Er bremst bei auch? allen, bremst natürlich auch, unterstützt dich bei all dem, was du beim Fahren praktisch dir vorstellen kannst. Es ist sowieso so, dass man auch von der Geräuschentwicklung, Abrollgeräusche, Abrollverhalten, Bremsen wirklich ein komplett anderes Fahren hat. Das ist das hochwertigste Chassis, das teuerste Chassis auch. Und viele Kunden schätzen das sehr und wünschen sich das auch, diesen Aufstieg vom Daily ursprünglich dann über den Artego, der ja mit diesem überhaupt nicht zu vergleichen ist. Es ist also wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht auf dieses Actros-Chassis. Ja, setz dich mal hin, du hast luftgefederte Sitze, das ist natürlich hier alles reinbestellt, was irgendwie geht. Und wenn man das auch berechnet, was hier schon mit drin ist, was du beim Palace dazu buchen müsstest, die Wide Axle, die 2,50 Meter, glaube ich, gibt es gar nicht mehr, oder? Die Breite 2,50, kann man die noch bestellen? Ja, kann man bestellen, aber trotz Wide Axle ist es dann so, dass die Vorderachse, die Räder, die ja auch viel kleiner sind, natürlich dann in den Radhäusern verschwinden. Also das ist hier, was das Chassis angeht und was die Kombination mit diesem hochwertigen Empire Liner angeht, einfach. Wenn es alles richtig rechnest, also wenn du, A, kannst du den gar nicht so aufrüsten, B, ist dieses Dahingleiten, wenn du mal den Motor einfach nur mal startest, das wäre dann mal, der hat Start-Stopp natürlich mit drin, dann wird er gestartet. Er ist so leise, dass man das schon vergleichen kann mit dem Daily. Das heißt, wenn der mal auf Betriebstemperatur gekommen ist, er hat eine Automatik mit drin, das ist ein automatisiertes Schaltgetriebe und hier siehst du sehr schön, dass du hier natürlich automatische Spurhalteassistenten mit drin hast. Du hast es eben schon erwähnt. Das ist ein MBUX-System mit eingebaut. Du hast eine 360-Grad-Rundum-Kamera mit drin. Du hast diese Auslasskamera an den Grauwasser- und Schwarzwasserausläufen. Das sind alles Extras, die du bei vielen anderen extra zahlen musst. Das ist hier bei so einem All-Inclusive-Auto, kann man das schon so nennen, oder? Ja, eine sehr gute Ausstattung, ist eigentlich alles auch verbaut, was so möglich ist. In diesem Fall auch kein Hubpad, extra kein Hubpad, um einfach hier dann entsprechend auch möglichst großzügigen Wohnraum zu generieren. Die Sitzbank, die Sitzgruppe hier ist umbaubar. Man kann also, wenn man möchte, auch zu viert fahren. Dann müsste halt hier vorne ein Bett generiert werden, aber ist natürlich ausgelegt als Zwei-Personen-Wagen mit dem entsprechenden Queensbett hinten, sodass man also dann auch richtig komfortabel zu zweit unterwegs sein kann. Ja, was man auch erwähnen sollte, die Polster sind mit
klettfest gemacht und das Enkelchen kann sogar auf der Bank schlafen, ohne dass das Bett umgebaut werden muss. Vielleicht kannst du nur mal ein Polster mal entfernen, dass man das sieht, wie breit die Bank dann wird. Denn wenn das Polster weggenommen wird, dann hat man schon eine Liegefläche, sodass man mit einem 1,60 Meter wirklich hier liegen kann. Und man kann hier auch mal ein Mittagsschläfchen machen auf der Bank. All das geht. Man muss nur die beiden Polster einfach wegnehmen. Und das Spannende habe ich jetzt schon gesehen bei einem Wettbewerber, der hat ein neues Polster entwickelt, was ganz dünn ist. Das kann man ersatzweise dann da drauf machen, falls jemand dann gerne drauf schläft. Sollte man aber eh nicht machen, weil ich glaube, das Fernsehgerät, ist auf der anderen Seite. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo es ist diesmal. Wird aktiviert. Und ist doch hier. Ja, gut gemacht. Ja, also das macht auch Sinn. Die Fahrzeuge mit der großen L-Sitzgruppe haben natürlich den Fernseher immer hier, sodass man dann also vom Fahrersitz aus oder auch von dieser gemütlichen L-Sitzbank aus dann Fernsehen gucken kann. Da sind wir. So, dann die Komfortküche eingebaut. Das Ganze ist natürlich angewinkelt. Den gibt es auch nur so, oder? In der Variante? Oder gibt es den mit der Standardküche? Ja, es gibt es mit der Standardküche. Dann hat er Slide-Out aber meistens, also als O. Und in diesem Fall ist es ja ohne Slide-Out und dementsprechend hat man dann auch diesen großzügigen Wohnraum und vor allen Dingen auch die sogenannte Novell-Küche, die dann halt abgeschrägt ist, die nochmal ein bisschen filigraner, ein bisschen schöner ist, den Raum vor allen Dingen auch hier öffnet zur Sitzgruppe hin. Das ist leicht angeschrägt, ja. Genau. Hier vorne Fischer & Paykel, die Spülmaschine, die sich übrigens dadurch auszeichnet, dass sie das Geschirr lagert und sammelt. Das ist die Besonderheit. Das heißt, das dreckige Geschirr ist immer weg. Das ist niemals hier. Du kennst das ja. Keine Spülmaschine, dann steht das hier irgendwo rum. Oft macht man die Abdeckung dann weg. Dann will man spülen. Dann laufen die Teller voll mit Wasser. So ist es. Aber du sagst, das Auto ist von den Haushaltsgeräten komplett gaslos. Ist von den Haushaltsgeräten gaslos, hat hier ein Induktionskochfeld. Auf der anderen Seite dann die Haushaltskühlschrankeinheit von Siemens. Mit der entsprechenden Gefriereinheit. Und dann ergänzend dazu auch auf der rechten Seite dann hier eine Mikrowellen-Backofen-Kombination. Was ich toll finde, ist das Thema No Frost beim Kühlschrank. Also die normalen Kühlschränke musst du immer regelmäßig abtauen. Ist leider so, wenn du sie auf und zu machst, da kommt Feuchtigkeit rein. Das hast du hier nicht. Du hast wie im Haushaltsbereich einen Ventilator mit drin, kein Frost. Also das Ding ist eher gebaut für Spanien mal ein halbes Jahr, oder? Ja, es sind ganz hochwertige Geräte. Im Haushaltsbereich gibt es ja auch nur im Empire Liner bzw. im Grand Empire. Und von daher ist das natürlich schon was sehr, sehr hochwertiges. Oben drüber, was ist da über dem Backofen? Ist das noch ein Schrank, oder? Das ist genau, es ist Stauraum nochmal. Hier kann man also nochmal seine Utensilien unterbringen. Hier ist ein Apotheker am Eingang. Genau, hier ist dann entsprechend nochmal ein Apothekerschrank. Unten auch. Für die Weinflaschen. Hubstützenanlage natürlich mit drin. Du hast Stauklappenbeleuchtungssysteme drin. Ein Highlight ist natürlich das Queensbett, das von den Bettmaßen fast so groß ist wie die Liegewiese. Bei 2,50 Meter Breite bist du natürlich nicht so beschränkt. Du hast auch größere Schränke hier drin hinten. Deswegen ist auch das Thema Kleiderschränke hier nicht das große Thema. Du hast insgesamt 4 Kleiderschränke, sehe ich gerade, plus noch ganz viele andere große Schränke. Ich gucke mal gerade, ob hier in der Ecke noch was ist. Die Schränke hinten, die sind ja normalerweise bei den 2,40 Meter Fahrzeugen nur sehr schmal. Hier hast du richtige Kleiderschränke. Darf ich da mal reinschauen in so einen Schrank? Ja, klar. So ein Queensbett kommt natürlich den Leuten schon sehr entgegen. Also großer Kleiderschrank hier. Dann hast du diese Designleuchten. Das hier erinnert mich mehr an ein Hotel, so ein bisschen. Ja, es ist wirklich schön gemacht, edel gemacht, aber trotzdem zeitlos. Also die ganze Designsprache bei Morelo ist ja eher nicht so hypermodern ausgebildet, sondern halt ein bisschen konservativer. Ich finde das auch nicht schlimm. Das ist modern, ist ansprechend, aber es ist halt nicht so, dass es in 3 Jahren schon wieder überholt ist. Und das macht letztendlich auch den Wert der Fahrzeuge aus, weil halt dort eine wirklich sehr konservative und zurückhaltende Designsprache gewählt ist. Ne? Du hast eine große Tür, die kannst du schließen, eine Doppeltür. Bei den 250ern
Und bei vielen anderen ist es eine Doppeltür. Hier ist der Wohnraumteppich drin, den machst du einfach zu, dann ist hier Feierabend. Hast einen großen Raum. Das Queensbett ist natürlich schon ein tolles Bett, muss man sagen. Dadurch, dass du drumherum gehst, das ist eher wie so zu Hause. Und dadurch, dass kein Auto drunter ist, da muss man mal ganz ehrlich sein, ist das für Leute, die nicht gut zu Fuß sind, natürlich der wesentlich bequemere Einstieg. Und das Auto kann ich ja locker hier, Anhängerkupplung ist ja da, einfach hinterherziehen. Das würde gehen, machen ja viele, Kleinwagen hinterher. Leider nicht wie in Kanada mit der DAXL. Hast du das mal gesehen? Ja, in Holland gibt es das ja auch. Also das, Die dürfen auch hier fahren, die Holländer eigentlich mit der DAXL? ich habe sie schon gesehen. Ob sie das dürfen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. LKW-Führerschein eigentlich. Und dann gucken wir mal hier, aber den brauchen wir ja brauchen einen CE. Guck mal, hier oben hast du dann eine Regendusche mit drin. Warte, ich zeig sie mal. Da oben ist sie. Das ist natürlich toll, wenn du ein großer Mensch bist. Was haben wir für eine Stehhöhe hier? 2 Meter. 2 Meter? Also das ist... ich glaube, es ist mehr. Ja, kann sein. Kann 2,10 ist. Ja. So, dann große Waschtischeinheit, die du hier drin hast. Dann hast du in den Schränken ganz viel Platz. Hast Beleuchtung hier mit drin. Und einen Schrank mal bitte hier öffnen, dass wir da mal reinschauen. Davon gibt es ja insgesamt 4 Stück. Da hast du hier hängende Kleidung an der Stelle. Jede Menge Stauraum. Und was viele natürlich lieben, sind diese riesigen Badschubladen. Auch hier mal bitte öffnen. Denn da hast du für Handtücher, für den Lockenstab, den Dyson-Föhn, was auch immer du da reinmachen möchtest, hast du genug Platz und noch jede Menge Platz natürlich im Spiegelschrank, wo ganz viele Steckdosen drin sind. Also das ist, glaube ich, der 100. Morelo, den ich gefilmt habe. Aber irgendwie darf man nie vergessen, dass für ganz viele Leute das allererste Mal ist, dass sie vielleicht so ein Morelo sehen von innen. So diese Ehrfurcht, auch bei der Übergabe, das ist für viele ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht. Ja. Und da darf man nicht so drüber wegwischen. Das, was wir hier sehen, was wir alltäglich hier filmen und so weiter, ist für viele ein ganz bewegender Moment in ihrem Leben, wenn die so ein Auto kriegen. Richtig, das ist auch so. Das ist auch wirklich eine Begeisterung, die da mitspielt. Es ist unheimlich viel Geld, das wissen wir. Da haben wir auch den nötigen Respekt vor. Aber viele haben es sich einfach auch verdient. Die haben ja ihr Leben lang dann letztendlich auch sparsam gewirtschaftet und haben viel erreicht vielleicht auch im Leben, haben sich viel zusammengerissen. Und dann ist so eine Investition auch gerechtfertigt, auch wenn das natürlich viel Luxus ist, auch wenn es viel Geld ist und wenn es letztendlich dann auch für viele vielleicht auch nicht erreichbar ist. Ja. Du hast eben einen tollen Satz gesagt von dir selber. Ich habe hier 30 Jahre lang abgerissen, aber ich mache es gerne. Weißt du, ganz am Anfang, als du hochgegangen bist, dass es viele Unternehmer, die kriegen ja nichts geschenkt, sondern ich sag mal, die müssen hart arbeiten, aber es sind nicht nur Unternehmer, es sind auch viele, die gespart haben, muss man sagen, die vielleicht früh auch in das Thema Immobilien investiert haben. Vielleicht auch der eine oder andere, der, ich sag mal, sagt, ich will einfach mal nicht ganz so lange arbeiten. Das gibt es ja heute auch, die dann sagen, ich gehe auch schon mal mit 60 dann in Rente. Ja, also ganz verschiedene Kunden, wirklich unterschiedlichste Beweggründe auch letztendlich. Oftmals kommt das natürlich auch so aus der Jugend. Die Campingbegeisterung, so die ersten Campingerlebnisse, die dann halt zum Ruhestand, zum Alter hin wieder aufleben. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass man mit so einem Fahrzeug eine unheimliche Individualität, eine Spontanität, einen unheimlichen Komfort und halt auch letztendlich die Nähe zur Natur und zu den Orten, die man sich halt aussucht, generieren kann. Ne? Du bist mit dem Produkt Morelo Teil eines Clubs, würde ich fast sagen, also einer Interessengruppe, also die nennen sich die Morelo-Fahrer. Und der eine, der den anderen Morelo trifft, das kannst du aus eigener, ich selber fahre ja jetzt auch Morelo, holen jetzt wieder einen neuen ab in 2 Wochen und du triffst einen anderen Morelo-Fahrer, das ist so wie, als hättest du schon ewig den gekannt, so ein bisschen. Das ist nicht immer so, aber zu 90% der Fälle
grüßen die sich auf den Campingplätzen, die stehen auch gerne zusammen, man ist da gesellig, wenn man das will. Das ist so eine kleine Eintrittskarte in eine bestimmte Art des Urlaubs, des Liner-Urlaubs würde ich es mal nennen, wo du zum Beispiel in Spanien, in Portugal, in Italien, du kennst ja Landjachting, auf diesen Plätzen für relativ moderates Geld eigentlich dein Lebensabend, wenn du einmal diese Investition hast, man kann relativ preiswert Dauerurlaub machen, so kann man schon sagen, oder? Ja, stimmt. Also diese Community, so will ich es mal nennen, die geht natürlich auch über alle Marken und die ist wirklich, wirklich toll. Die bringt viele, viele neue Bekanntschaften auch und viele tolle Menschen, die man kennenlernt. Sind immer wieder ganz interessante neue Persönlichkeiten und ja, es ist natürlich auch ein Grund für den großen Erfolg dieser Marke Morelo, na klar, aber auch der anderen Marken in dem Bereich. Wir haben ja nicht nur Morelo, sondern auch Niesmann Bischof zum Beispiel. Die sehr modern sind, muss man sagen. Die einfach einen ganz anderen Stil wieder gehen, die unheimlich erfolgreich sind, sehr erfolgreich sind mit dem, was sie tun, ganz viele Fahrzeuge bauen und die uns also riesig Freude bringen und auch wieder, muss man ganz ehrlich sagen, auch ein anderes Publikum bewegen und ein anderes Publikum begeistern. Ja. Ja, aber nicht auf Actros. Das muss man fair mal sagen. Da endet es bei 7,5 Tonnen. Ich glaube, ich war früher mal anders, aber ist so, das ist ein Volumen, da stehen noch gerade gegenüber. Das Coole ist, du kannst halt alles anbieten. Trotzdem das Auto hier bitte mal anschauen. Man kann ihn Probe fahren, das ist das Coole. Du kannst eine rote Nummer drauf machen. Du kannst auch mal mitfahren. Du kennst das Auto sehr gut. Diese Begeisterung lebst du selber, denn ihr seid schon lange Morelo-Händler. Die Firma gibt es ja noch gar nicht so lange, seit etwas über 10 Jahren. Ihr seid fast von Anfang an dabei, oder? Genau, wir sind fast seit Anfang an dabei und sind mitgewachsen, sind den Weg mitgegangen in den ersten Jahren. War das ja alles gar nicht so einfach in dem Markt, aber mittlerweile ist da ja wirklich was gewachsen, was ganz stark ist und ja, man kann sagen Marktführer im Bereich der Luxusreisemobile und das zeigt sich natürlich auch bei dem Produkt hier. Ne? Ja, lass uns rausgehen. Tolles Fahrzeug, halbe Stunde, die sich gelohnt hat, das Auto. Heute ist der 16. September 2023, können Sie jetzt käuflich erwerben. Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar, denn viele nutzen das ja auch als Geschäftsfahrzeug, als Bürofahrzeug und so weiter. Das geht, wenn man natürlich mit dem Finanzamt sich mal kurz abspricht. Das würde ich immer empfehlen. Fahrtenbuch am besten einbaut. Das Ganze geschäftlich nachweist, ist es kein Thema, sodass viele Unternehmer sagen, statt einem Hotelzimmer ein Reisemobil. Das war auch gerade während der Pandemie sehr beliebt. Aber das ist zulässig, wenn man, ich sag mal, sich da mit seinem Steuerberater abgesprochen hat. Der sagt, ja, wenn das so ist, du flexibel agieren willst, auch mal beim Kunden. Ich kenne das bei Planungsbüros, zum Beispiel Architekten und so weiter, die sind im Reisemobil unterwegs. Ja, ganz viel, auch als Übernachtungsfahrzeug im Baustellen- oder Projektbereich. Habe ich jetzt gesehen, sogar mit Rundumanlage. Hast du gesehen? Im Morelo Club. Ja, absolut, absolut. Ne? Auch dann entsprechend beklebt mit Firmenwerbung und so weiter. Und bei dem Wagen ist es ja auch so, dass der noch überhaupt keine Zulassung hat. Also Zulassung. Ich bin der Erste im Brief. Du wärst der Erste im Brief, genau. So, Zulassung, also der Baujahr, was ist im Baujahr hier? Das ist ein 23er Modell und ist im letzten Herbst gebaut. So, wenn ich das Ferge und Wels nicht unbedingt haben will, ja, ist das hier Kaufbedingungen oder ich sag mal, könnte man sich auf die gelbe Sonne einigen? Kostet auf jeden Fall mehr, wenn es runterkommt. Nee, ist Spaß. Also also wenn das jemand gerne hätte. Also, ich fasse mal zusammen. Ein 2/4-Personen-Fahrzeug, denn das Bett lässt sich vorne problemlos absenken. Gerade dann, wenn jemand mal krank ist oder mal schläft oder mal alleine schlafen möchte. Die Umbaumöglichkeit ist da. Man kann sogar alleine auf dem Frontsofa schlafen. Es hat alles an Extras, die es gibt, insbesondere hervorzuheben der 200 Liter Gastank, der die Autarkie des Fahrzeuges natürlich katapultiert. Gerade in Spanien ist ein Adapter dabei, kann ich in Spanien einfach LPG tanken, das kostet zweimal gar nichts. Und das Tanken und Heizen ist viel billiger, muss man auch dazu sagen, denn man heizt ja, wenn man eine Dieselheizung hat, tatsächlich mit normalem Diesel und nicht mit Heizöl. Das heißt, man zahlt also statt einem Euro vielleicht 2 Euro. Und gut, das wird es dann viele geben, die sagen, naja, ist mir nicht so wichtig, aber man hat ja hier die Funktion noch, dass man eine Dieselzusatzheizung einbauen kann und dann hat man die Autarkie nochmal verlängert. Ich glaube, da werden viele aber gar nicht hinkommen.
Ja, da sind wir. Das Ganze ist übrigens ein Mehrgenerationen-Betrieb hier. Und dein Sohn, der ist gerade in der Ausbildung, in der Weiterbildung, hat jetzt gerade Ausbildung fertig gemacht. Und vielleicht wird er ja irgendwann mal einsteigen, wie es ist. Ja. Und insgesamt, ungefähr wie viele Leute arbeiten hier? Ja, wir haben gut 50 Leute, historisch gewachsen, über 40 Jahre. Und ja, an 2 Standorten, haben eine große Morelo-Vermietung auch und 2 Service-Werkstätten, die ja jeweils dann halt auch spezialisiert sind auf die verschiedenen Bereiche, von Wohnwagen bis zum hier Luxusliner. Ne? So, und jetzt werden wir uns gleich im nächsten Video dieses Fahrzeug hier anschauen, ein 1853 Grand Empire mit riesen Pkw-Garage. Auch da empfehle ich euch, guckt euch das Video an, das ist nochmal die nächste Steigerung. Tschüss, Matthias Welz. Ja, tschüss.